Es gab bisher keine Ausstellung über die Lehrer von Gustav Klimt, die aber in seinem Leben und für seine Kunst besonders wichtig sind. Ich begrüße Sie im Museum für angewandte Kunst. Mein Name ist Ottmar Richlig, ich bin Kunsthistoriker, spezialisiert auf den frühen Gustav Klimt. Und ich wurde hier als Gastkurator eingeladen, diese Ausstellung Klimts Lehrer zu kuratieren. Die kuratorische Arbeit am Haus hat Katrin Bockorny-Nagel besorgt. Das ist Rudolf von Eitelberger, dieser für die Ringstraßenzeit so ungemein wichtige Kunsthistoriker, Publizist, hoher Beamter. Also er hat ungeheuer viele maßgebliche Eigenschaften für die Ringstraßen in seiner Hand vereinigt. Und dann gründet er das Museum für angewandte Kunst, damals Kunst und Industrie, und die Kunstgewerbeschule, also die wichtigste Figur der Zeit. Was er nicht wollte, ist Makart. Das hat ihm nicht zugesagt, dieser überschäumende Stil, der doch an Interpretation sehr zu wünschen übrig lässt. Eine reine Showmalerei, der er etwas Tiefergehendes gegenüberstellen wollte. Das ist die früheste Zeichnung, die es von Gustav Klimt überhaupt gibt. Da war er 15, 16. Und die ist außerordentlich schön und präzis gezeichnet. Also wir sehen, dass er ganz früh sich besonders für Zeichnung interessiert, die er ja dann auf ein Weltrangniveau führen wird. Mehrere der Lehrer hier an der Schule waren für Klimt von großer Bedeutung. Ferdinand Laufberger, Michael Rieser, Viktor Julius Berger, Minigerode, Friedrich Sturm. Einige, von denen er unbedingt viel lernen konnte. Und das war wichtig und er hat das auch betont und sogar in seinem Curriculum noch schriftlich uns berichtet. Neben diesen Lehrern gab es aber noch eine internationale Perspektive und das ist sehr wichtig. Dafür hat Eitelberger auch gesorgt. Also nicht nur Österreich, nur Makart, nur Salonmalerei, sondern im Gegenteil, zu schauen, in welche Richtung geht die Kunst eigentlich. Und da lag Eitelberger vollkommen richtig. Im Symbolismus war die Zukunft der Kunst zu suchen. Und der Symbolismus fand damals noch außerhalb Österreichs statt. Pierre Puvis de Chavannes in Frankreich, die Präraffaeliten in England, in Deutschland ein Hans von Marais und vor allem Anselm von Feuerbach, den Eitelberger durch seinen enormen Einfluss auf den Kaiser Franz Josef sogar für Wien gewinnen konnte, als Professor an der Akademie und für das gewaltige Deckenbild der Aula der Akademie der Bildenden Künste. Und man sieht deutlich, dass sich Anselm von Feuerbach von Makart vollständig unterscheidet. Das ist eine ruhige, eher kühle, sehr inhalts- und sinnbetonte Malerei. Diese Damen versammeln sich in einem Garten, singen vielleicht, spielen, lesen. Wir können das interpretieren im Sinn eines vertieften Lebenskonzeptes. Und genau das war für den Symbolismus wichtig und diese Vertiefung ist das Essentielle im Werk von Gustav Klimt bis zu seinem Lebensende 1918. Eines der schönsten wissenschaftlichen Ergebnisse für mich war, dass der Lehrer, der wichtigste Lehrer Klimts, Ferdinand Laufberger, sich 1862, 1863 in Paris aufgehalten hat zu Studienzwecken. Und man wusste bisher nicht, dass er da Kenntnis bekommen hat von dem gerade in Entstehung begriffenen Impressionismus.
Manet vielleicht der frühe Monet oder Renoir. Und er hat eine Reihe von Bildern gemalt, die nun tatsächlich als impressionistisch anzusprechen sind. Das meint vor allem diesen lockeren Pinselduktus, dieses Vorherrschen des Malerischen auch gegenüber dem Thema. Ein wunderschönes Bild. Von daher hat Klimt sicher Impressionismuskenntnisse, die er dann eigentlich bis zuletzt, besonders auch in der Malerei der Gesichter seiner weltberühmten Frauenporträts eingesetzt hat. Also was die Inkarnate betrifft, ist er Impressionist. Unter den Themen, die an der Kunstgewerbeschule wichtig waren, sticht hervor die Kinderallegorie. Das war damals sehr modern, ernsthafte Themen durch Kinder darstellen zu lassen. Das kommt auch von Feuerbach. Und wir finden bei Klimt, besonders in der frühen Zeit, zahlreiche wunderbare Kinderdarstellungen. Hier zum Beispiel dieses Blatt für ein Allegorienwerk vom jungen Gustav Klimt, da war er 20. Schauen Sie sich dieses unglaubliche zeichnerische Können an. Und diese Figur, dieses Kindchen, so ganz natürlich, dazu gibt es eine wunderbare Zeichnung, die die Brillanz des jungen Künstlers bereits vergegenwärtigt. Es wurden hier natürlich auch Themen der Natur unterrichtet, Pflanzen- und Tiermalerei, auch im dekorativen Sinn wichtig. Ich sehe in dem Bild die Fabel, sozusagen die Zusammenfassung alles dessen, was Klimt hier gelernt hat. Es ist von 1883, also aus dem letzten Jahr, das er hier verbringt. Die Fabel mit wunderbaren Tierdarstellungen, Pflanzendarstellungen. Man sieht aber schon auch das Interesse des jungen Klimt am weiblichen Akt. Ein Großteil der Lehrer Gustav Klimts hier an der Kunstgewerbeschule war zu dieser Zeit auch sehr berühmt. Laufberger durchaus. Michael Rieser, ein Kirchenmaler, der sogar international gefragt war, auch ein brillanter Zeichner, hat in seinem Hauptwerk, dem Hochaltarbild für die Schottenkirche, zum Medium des Mosaiks gegriffen. Das ist, was in Österreich ganz ungewöhnlich ist, ein Hochaltar-Mosaik. Und da hat er doch einen reichen Einsatz von Gold und das wird Klimt sehr interessiert haben. Nun hat Klimt kein einziges religiöses Bild gemalt, aber das Spirituelle seiner Kunst, der ist durchaus immer spirituell, tief vergeistigt, das kann er aus dieser Richtung Michael Rieser. Gustav Klimt hat hier nicht nur das Handwerk gelernt im Sinn von Aktzeichnen, Pflanzen, Tierstudien, sondern, was entscheidend ist, auch die große Form. Sowohl Michael Rieser als auch Laufberger waren auch in bedeutenden Formaten tätig und haben sich nachweislich von ihren begabtesten Studenten helfen lassen, eben auch von Gustav Klimt, seinem Bruder Ernst, Franz Schmatsch. Das ist beurkundet. Und in dem Sinn die große Form, das Erhabene, auch das spielt für Klimt eine bedeutende Rolle, besonders auch in den Damenporträts, dass er dieses ja an sich schwierige Medium der großen Form souverän bewältigt. Laufberger hat ein Hauptwerk geschaffen mit den Allegorien der Künste in den Höfen des Kunsthistorischen Museums. Da hat auch Gustav Klimt geholfen und hier konnte er zweifellos viel lernen im Umgang mit der großgesehenen weiblichen Figur. Im Gegensatz zu Makart mit diesen üppigen theatralischen Porträts gibt es
zu derselben Zeit aber auch eine viel kühlere Auffassung von Porträt, die dann für Klimt sehr wichtig wird. Eben die Porträtmalerei des Symbolismus. Das Beispiel Leibl zeigt eine Gräfin, die sich also denkbar schlicht und bürgerlich darstellen lässt. Oder von besonderer Bedeutung der letzte Lehrer Klimts, Viktor Julius Berger, mit diesem fabelhaft realistischen, zupackenden Porträt eines steirischen Baron Washington, der doch tatsächlich mit George Washington verwandt war. In der späten Schulzeit oder Studienzeit Klimts passiert noch etwas ganz Erstaunliches, dass er sich nämlich mit seinem jüngeren Bruder, der war damals 16, Gustav war 17, und Franz Matsch, dem Kollegen, zu einer Malerkompanie zusammenschließt. Also die drei Maler empfehlen sich für große künstlerische Dekorationen und sind dann ungeheuer erfolgreich in dieser Eigenschaft, etwa was die Stiegenhausbilder des Burgtheaters belangt oder die Ausstattung der Zwickel des Kunsthistorischen Museums. Also von höchster Bedeutung diese Phase. 1892 aber dann stirbt Jung, einige 20 Jahre alt, 28-jährig, Ernst Klimt, der Bruder, der sich künstlerisch schon sehr entfremdet hatte. Und wenig vor dem Tod haben Gustav und Ernst Klimt noch das Plakat der Theater-Weltausstellung sozusagen gemeinsam geschaffen. Es ist nur von Ernst Klimt signiert, aber der Entwurf war ein Gemälde. Der linke Teil von Ernst Klimt, der rechte von Gustav Klimt. Die wurden auseinandergeschnitten, die Witwe erhielt den linken Teil von Gustav noch vollendet durch diesen Satyr, die rechte Hälfte blieb bei Gustav Klimt. Und da gehe ich nun davon aus, dass ihn diese Hälfte weiterhin beschäftigt hat, und den Niederschlag finden wir am ersten Werk Gustav Klimts, das er für die Sezession geschaffen hat, das Plakat. Diese leere Fläche, die ja immer nur leer gedacht war, die hat er wohl von diesem Gemälde übernommen. Und also können wir einen wunderbaren Bogen schlagen von der Studienzeit mit der Malerkompanie hin zu seiner neuen, weltberühmten Periode der Sezession.